Nintendo hat sich die letzten Jahrzehnte nicht nur den Ruf, einer der innovativsten Spieleentwickler zu sein, aufgebaut, sondern ist auch dafür bekannt, seine eigenen Marken aufs Blut zu schützen und deshalb alles in Grund und Boden zu verklagen, was diese ihrer Meinung nach verletzt. Mit einer Erfolgsquote von nahezu 100% übrigens. So trifft es jetzt auch den Switch-Emulator Yuzo, der ohnehin eine große Grauzone bedient, was dieses Verfahren für zukünftige Emulatoren allgemein richtungsweisend machen könnte. In den letzten Tagen wurde anhand einer Anklageschrift bekannt, dass Nintendo offiziell Klage gegen Tropic Haze, den Entwickler des Switch-Emulators Yuzo, eingereicht hat. Den Link zu Yuzo darf ich laut den neuen YouTube-Richtlinien hier nicht zeigen, Google ist aber wie immer euer Freund in so einer Sache. Im Detail fordert Nintendo die sofortige Abschaltung des Emulators sowie Schadensersatz in unbekannter Höhe. Weiter heißt es, dass der Beklagte sowie alle Vertreter sich der Förderung und Piraterie in kolossalem Ausmaß voll bewusst seien, da mit dem Yuzo-Emulator raubkopierte Switch-Spiele auf Windows, Linux, Apple oder Android-Systemen problemlos spielbar seien. Zur Erklärung: Yuzo selbst bietet keine Switch-ROMs an, sondern vertreibt nur eine kostenlose Software, die in der Lage ist, diese abzuspielen, was das Ganze bisher immer aushebelte und in gewisser Weise legal machte. Mit gehöriger Grauzone, wie gesagt, zumal sich bis auf illegale ROMs mit der Software sonst nichts anfangen lässt. Speziell wird das letztes Jahr erschienene The Legend of Zelda Tears of the Kingdom angeführt, welches bereits knapp 2 Wochen vor Release über 1 Million Mal raubkopiert worden sei und den Verkaufszahlen logischerweise massiv geschadet hat. Trotzdem konnte sich das Spiel im vergangenen Jahr noch sehr gute 20 Millionen Mal verkaufen, nur mal so am Rande. In der Klageschrift wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Yuzo zwar kostenlos ist, sich aber über Patreon mit monatlich über 30.000 € Einnahmen finanziert und somit streng genommen durchaus als kommerzielles Produkt angesehen werden kann, was spätestens hier den Sargnagel für Tropic Haze bedeuten sollte. Übrigens stammt auch der beliebte 3DS-Emulator Citra von Tropic Haze, der erst kürzlich eine Version für die MetaQuest VR-Brille von Facebook erhalten hat und somit auch stark vom Aussterben bedroht ist. Nach der Entfernung des GameCube und Wii-Emulators Dolphin von Steam im letzten Jahr wäre das womöglich der zweite große Erfolg für Nintendo gegen einen Emulator in der jüngeren Vergangenheit. Wie steht ihr zu dem Thema? Eher pro Emulator oder pro Nintendo, stellvertretend für die ganze Videospielebranche? Gerne mal ab in die Kommentare damit. Und da dieses Urteil, wie gesagt, richtungsweisend sein könnte, bleibe ich da gerne für euch dran und werde nochmal berichten, wenn das Urteil feststeht. Also gerne Abo da lassen, damit ich diese News dann auch erreichen kann, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.